es gibt einen Song, den ich gemacht habe. Lieg ich das jetzt? Mein Name ist Simon. 2019 kam er back, doch war nie da. Dabei kickte er Zeilen schon seit 98 als ein Kind. Früher war er Beamter beim Finanzamt, heute ist der Kreis so klein, dass ihr ihn überseht. Alle haben gedacht, dass er schläft, dabei hat er nur gewartet. Jetzt schreibt er vom Anfang bis zum Ende die Geschichte seiner Reise. Maestro ist bei uns. Hallo. So sieht's aus. Was geht ab? Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut? Mir geht's blendend. Wie geht's dir? Sehr schön. Mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast dir eine Auszeit gegönnt. Du warst ein bisschen quasi verschwunden. Warum und weshalb besprechen wir gleich alles. Jetzt bist du wieder back mit einem 5-Minuten-Track. Und Knapp 6 sogar. Knapp 6, stimmt. Bei dem du so ein bisschen über die letzten Jahre resümierst und klingt unter anderem so. Keiner Gang, keiner kann die Bande jemals trennen. Mann, ich sah allem dreht nebenbei, jeden Tag 3-mal. Sah die ganze Arbeit und den Lebensplan. Wollte ihm dabei helfen, aber war nur beim Finanzamt. Konnte mein Gesicht nicht so zeigen als Beamter. Meine Stimme wurde Kult in all den Videos. Anfragen, ob ich Werbung sprechen will von CEOs. Doch für mich war klar, wollte immer nur Musik und meinem Bruder dabei helfen, anzukommen an sein Ziel, ey. Cash, Rolex und der Resümee. So sieht's aus. Keine Hook. Straight Bars. So sieht's aus. Komplett durch. Warum du mit dem Song zurückgekommen bist, klären wir gleich. Jetzt noch eine kurze Einordnung für die dich vielleicht noch nicht kennen. Und korrigiere mich bitte, wenn irgendwas dabei falsch ist. Du machst seit über 15 Jahren Mucke, als Beatmaker angefangen, glaube als Digital DJ auch, Partymixe gemacht, hast auf Turnieren teilgenommen und so. Vor dem Beatmaking und so, genau. Davor noch alles, genau. Bist in Duisburg-Bruckhausen aufgewachsen und hast schon ganz früh, glaube ich, mit 9,99 € Mikes aufgenommen. So sieht's aus. Und sagst ja auch hier, wollte rappen, das ist alles, was ich bin. Kickte Zellen schon seit 1998 als ein Kind. du hast studiert, 23 Monate beim Bund warst du, hast dann nochmal studiert, warst dann im öffentlichen Dienst. Irgendwann hast du dann Mois über einen Kumpel kennengelernt, habt euch gut verstanden und euch immer supportet, gegenseitig, und du warst quasi der Mann hinter der Kamera. So sieht's aus. Hast dann nie dein Gesicht gezeigt, bis dann irgendwann du eine andere Entscheidung getroffen hast, aber in der ganzen Zeit bei YouTube habt ihr dann irgendwann auch gemerkt, okay, du hast noch deinen anderen Job beim Finanzamt, hast aber gemerkt, okay, YouTube läuft jetzt quasi und ich gehe quasi Vollgas Richtung YouTube und Richtung Mucke. Und deswegen, wir gehen der Reihe nach. Ich habe es jetzt gerade eben schon ein bisschen gesagt, du hast ganz, ganz früh schon angefangen mit Mucke. DJing, Partymixe und so, das Ganze. Wie kam das? Also was hat dich dazu gebracht, so, und gefühlt hast du dir auch alles selber beigebracht irgendwie. Wann hat es angefangen, quasi, dass dich Mucke gepackt hat überhaupt? Ich habe sogar gerade auf der Fahrt hierhin sogar noch darüber gesprochen. Das war 5, 6. Da habe ich angefangen so zu trommeln, ne? So Rhythmusgefühl zu entwickeln. Und ich habe meine älteste Schwester dann gefragt gehabt, die hat zu mir gesagt, du musst immer so 4-mal, immer. Dann wusste ich 4 Vierteltakte, okay. Und dann hat das so angefangen. Und irgendwann, kennst du noch Casa? Ja, klar. So Casa, Shariza, so diese ganzen. Ich wollte dann die Stimme von einem Song nehmen und auf einen anderen drauflegen. Und ich wusste aber nicht, wie das heißt. A Cappella war für mich kein Begriff damals. Und dann habe ich da eingegeben, das war noch Usher Yeah. So, damals, aber das war das Erste, was ich damals versucht habe, so rüber zu switchen. Und dann, ich hatte davor natürlich auch schon immer so musikalische Sachen gemacht, AGs teilgenommen in der Schule, Klavier gespielt. Aber dann fing das so an im digitalen Bereich. Und ich habe geschrieben dann so bei Casa, so Usher, yeah, Stimme, kam nix. Dann Usher, yeah, Gesang, kam nix. Dann habe ich es übersetzt, Voice, kam nix. Und dann habe ich Instrumentale davon runtergeladen, habe das invertiert über Audacity und dann konnte ich das so ein bisschen filtern. Also das war damals noch so modern Shit, das war so Technik, so keiner wusste das. Freunden habe ich das nicht erzählt, so auf dem Bolzplatz oder so. Und dann immer zu Hause dann versucht. Und irgendwann kam meine Schwester, die nächstälteste, also die jüngste Schwester von mir, und sagte zu mir, wieso lädst du die nicht einfach in A Cappella runter? Und ich so, das gibt's. Ja, das erste Mal das Wort auch gehört. So. Das erste Mal gehört, eingegeben, zack, die Liste war lang. Diese Nacht war meine Internetleitung am Glühen. Und dann angefangen. Okay. Party Mixes, Blends. Dann musste man Melodien switchen. Dann habe ich die selber gemacht mit Fruity Loops. Dann auch die Drums. Dann habe ich Beats gemacht. So hat sich das halt entwickelt. Ich war immer schon absolut begeistert für Musik. Also Musik ist, ich sag's bis heute noch, ist mein Leben. Und die ersten Zeilen quasi? Die ich gemacht habe, Ja. die waren im Rahmen von so einem Partybreak, wo ich dann einfach mit Vocals gespielt habe und dann habe ich auch selber mal so 1, 2 Sachen so mit reingesneakt. So, das war das Erste und irgendwann habe ich so für mich selber immer so gerappt, weißt du, so in meinem Inneren, in meinem Kopf. Und dann habe ich das aufgeschrieben
mit dem Handy so billig aufgenommen, niemandem gezeigt. Es gibt so Aufnahmen, die habe ich selber inzwischen nicht mehr, aber die hat niemand gehört. Das ging dann bestimmt so 5 Jahre. Okay, krass. So, und dann habe ich für andere aufgenommen und für andere geschrieben. Wie alt bist du dann, wenn du sagst, es ging 5 Jahre, also Ende der 5 Jahre, dann bist du wie alt dann? Ich weiß nicht, 13? Okay, 14? also von 8 so losgelegt, 9 oder so 9, und dann genau. irgendwie... Mein Papa hatte einen PC, da war AOL drauf, und nicht wirklich viel. Und ich konnte in seinem Büro das mal abends benutzen. So hat sich das so entwickelt. Irgendwann hat man einen eigenen PC gehabt. Ich war sehr, sehr jung. So, aber so, dass ich angefangen habe zu schreiben und so, war ich glaube mit 13, 14 so um den Dreh. Okay. Wenn ich mich irre täusche, es war doch 15 oder doch 12, Naja, die keine Zeit Ahnung. verschwimmt ja so ein bisschen. Es verschwimmt. Ich bin 31 inzwischen so, Digga, ich weiß nicht mehr. Aber sehr, sehr, sehr früh auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich Beats gemacht und aufgenommen mit so einem 10-Euro-Mic, was du schon gerade gesagt hast. 9,99 €, ja. So, 9,99 € beim Mediamarkt damals. Und ja, dann irgendwann selber auch für mich Sachen gemacht. Aber nie gezeigt, bis ich Mois kennengelernt habe. Okay. Dann springen wir nach 2019. Da kam dein erstes Video raus, Hayatem. Und ab da hast du den Schritt quasi vor die Cam gewagt. Genau. Und auf Resümee sagst du ja auch, Ich hab immer schon gesagt, ich will kein Fame. Wollte, dass die Zellen pumpen, ohne mich zu sehen. und auch im ersten Video sagst du, Denn ich wollte mich nicht zeigen wegen Family und so. Aber alles ging verloren auf dem schnellen Weg nach oben. warum hast du dann damals doch die Entscheidung getroffen und gesagt so, okay, ich step jetzt vor die Cam? Ich wollte ja aus einem ganz bestimmten Grund mein Gesicht nicht zeigen, und zwar einfach um die Privatsphäre zu schützen, weil ich das damals bei Mois in der Entwicklung ja gesehen habe, wie das dann so läuft. Und dann sind die Gründe, das zu schützen, weggefallen. Und dann habe ich, und es war sehr schwer für uns, jeden Tag zu drehen und unterwegs zu sein. Und jeder wusste, ich bin die Stimme hinter der Kamera. Jedes Video hat ja unzählige, hunderte, tausende Klicks jeden Tag gemacht. So. Und wenn wir da unterwegs waren, haben die einen oder anderen schon gecheckt. Und man musste mal gucken in der Spiegelung, dass man mich nicht sieht, in der Stories nicht sieht. Es war so belastend einfach, weil überall immer Kameras auf uns gerichtet waren, dass ich gesagt habe, fuck it so. Scheiß drauf. Und das dann doch gemacht haben. So, let's go. Also es war nicht so ein Marketing-Move, dass ich gesagt habe, so, ich hatte das immer vor. Ich wollte es wirklich nicht. Und ich habe auch hinterher noch gesagt, und heute sage ich das noch, ich würde mir am liebsten wünschen, komplett, keiner soll sich mit mir beschäftigen, keiner soll mich sehen, keiner soll Fotos machen, keiner soll einen ansprechen. Das will ich alles gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass irgendwo sehen, dass Leute diese Musik hören und denen das was gibt. Ich möchte mich einfach so verewigen in dieser Liste, so, weil für mich ist das Wichtigste die Musik und nicht Hype oder Geld oder sonst was, weißt du? Ja, Kunst. so, aber erwähnst du ja auch mehrere Male auf verschiedene Songs. Dann 2020 habe ich ein Interview von dir gesehen, da hast du gesagt, okay, ich lasse mir jetzt noch Zeit, ich habe Singles veröffentlicht und so weiter und so fort, aber ich bin ja quasi noch jünger in diesem Game, also bist schon lange dabei, aber in dieses Musik jetzt vor die Cam und so, und ich will mich erst entwickeln, deswegen kommt erst 2022 ein Album. Hast du damals schon gesagt, so, dass du jetzt nicht einfach raushauen willst, obwohl ja Reichweite und Bekanntheit war ja dann schon da, also hättest du ja theoretisch sagen können, ich springe auf diesen Film auf, hast aber dir bewusst Zeit gelassen, und jetzt kommt quasi diese Single oder wieder eine Single nach einer längeren Auszeit, die du dir gegönnt hast. Aber natürlich, die Leute interessiert es, deswegen bist du ja auch unter anderem hier. Warum diese Auszeit und was ist in dieser Auszeit passiert? Die Auszeit war teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig. Wir hatten eine Reihe von Problemen. Jeder Mensch hat Probleme, aber das kam so auf einen Haufen, und unsere Truppe, mit der wir jeden Tag hier zusammen waren, wirklich jahrelang jeden Tag, wurde, ohne dass wir jetzt irgendwie Beef hatten oder sonst was, obwohl wir immer noch so eng waren, wurde aber örtlich verstreut ein bisschen. Und gleichzeitig kam bei mir auf den Tagesordnungspunkt zu heiraten, und ich habe dann mir erstmal so gesagt, okay, ich nehme mir 2-3 Monate Zeit, habe dann gemerkt, das war komplett falsch eingeschätzt, das braucht ein bisschen mehr Zeit. Hätte ich aber auch sagen können, mein Lieber. So, habe mir die Auszeit genommen und hatte vor, eigentlich nach den Flitterwochen, wenn ich zurück bin, also ich habe geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und ich hatte vor, wenn ich dann zurückkomme, quasi direkt loszulegen mit Singles und sonst was. Die Flitterwochen wurden doch länger als geplant. Dann bin ich zurückgekommen, habe mich erstmal um YouTube wieder gekümmert, bisschen, was ich ja davor angefangen hatte. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, hier passt was nicht. Ich habe, nachdem ich mich zurückgezogen habe, sehr viel natürlich nachgedacht. Jeden Tag, auch im Urlaub oder sonst was. Und man findet so, ich sag mal, kennst du das? Wenn du den ganzen Tag arbeitest,
Dein Körper ist komplett am Arsch, aber du arbeitest weiter und hart. Und erst wenn du im Bett dich hinlegst und zur Ruhe kommst, merkst du erst, wo das weh tut und dass du kaputt bist und müde bist. Und das Gefühl kam erst, wo ich wirklich komplett mich zurückgezogen habe. Weil die Auszeiten davor war ja eher eine mediale Auszeit. Das heißt, wir haben ja trotzdem gearbeitet und durchgezogen und wir haben nur nichts gepostet. Und das war das erste Mal, dass ich nichts gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, dass so wie das sich aktuell entwickelt und weitergeht, einfach für mich nicht passt. Und für mich ist es wirklich nicht interessant, ob ich 5 Millionen Klicks irgendwo drauf habe oder 500.000 oder 5.000, weil, wie gesagt, ich habe sehr spät, bin ich da reingerutscht, stand mitten im Leben und fest im Leben und ich weiß eben, was ich möchte. Und mir bringt es so ein kurzzeitiger Hype oder wenig, bringt mir nichts. Ich möchte selber zufrieden sein mit dem, was ich präsentiere. Und ich habe einfach gemerkt, das klappt so nicht. Und habe dann YouTube auch relativ schnell wieder eingestampft, auch komplett eingestampft und habe zu mir gesagt, auch die Projekte musikalisch, die ich angefangen habe, das geht in eine Richtung, das möchte ich so nicht, und habe mich zurückgezogen monatelang in mein Studio und habe gearbeitet. Um zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, das ist für mich der richtige Zeitpunkt, nach meiner biologischen und auch psychologischen Uhr zurückzukommen, unabhängig davon, ob jetzt mehr oder weniger Zuschauer dabei sind. Jetzt hast du unter anderem auch gesagt oder darüber gesprochen schon, dass es dir auch in einer gewissen Zeit einfach gesundheitlich auch nicht gut ging. Genau. So, und wahrscheinlich, also meine Vermutung jetzt einfach, dass die es durchackern, so, und irgendwie ohne Pause. Ihr habt irgendwie auch gesagt, keine Ahnung, 3-4 Jahre vor eurer Flitterwochen hattet ihr das letzte Mal Urlaub gemacht oder so, weil ihr halt einfach nonstop durchgeackert habt. Das hat sich ja irgendwo bemerkbar gemacht, scheinbar. Natürlich. So, auch körperlich, ist ja auch normal. Und du weißt es am besten, deswegen, bevor ich jetzt irgendwas spekuliere, so, mit was hattest du eigentlich zu kämpfen und wie geht's quasi, also wie weit sind diese Heilungsschritte, Heilungsprozesse quasi fortgeschritten so? Ich habe jetzt 3 große Sachen gefunden, aber du weißt es ja besser, mit was du Struggles hattest. Ich denke, diese psychischen Sachen, die dann, diesen Knacks, den du dann davon trägst, den trägst du, glaube ich, dein Leben lang mit dir. Aber das ist ja noch nicht mal so was pur Negatives. Das ist einfach eine Veränderung in deinem Leben. Du hast natürlich körperliche Erscheinungen gehabt. Ich hatte eine ischämisch-transistorische Attacke, das ist so ein Schlaganfall-Light mal gehabt, weil der Körper einfach so übermüdet war, schlechtes Essen und sonst was. Psychisch, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt sehr ganz kurz, weil du da so vorbeigeslidet bist, so für die Leute, die es gar nicht sagt, so, so Schlaganfall light, also ganz kurz ausführen. So. Ein Schlaganfall ist ja, dass sich so die Ader verstopft, kein Blut mehr durchfließt und dadurch eine Unterversorgung, das ist dann halt der Schlaganfall. Und wenn das kurzzeitig auftritt, aber danach sich von selber löst, dann hast du kurzzeitig das gleiche wie ein Schlaganfall, aber das löst sich, du hast keine bleibenden Folgeschäden, aber das kann mehrfach passieren, weil diese Stelle ja verengt ist. Und das ist noch nicht so eng, dass es da stecken bleibt, aber auch nicht so eng, dass es da komplett durchfließt. Und ich hatte das, glaube ich, 2 oder 3 Mal an einem Tag. An einem Tag sogar? Ja, ja. Krass. Und bin dann zum Krankenhaus gefahren. Gut, kann ich jetzt nicht nachweisen, vielleicht war es was anderes davor, aber die haben das dann festgestellt und gesagt, ja, das liegt daran, zu wenig Schlaf, schlechtes Essen, Stress, so all diese ganzen Sachen haben dazu geführt, dass der Körper halt deutlich gealtert ist, ne? So im Vergleich zu davor. So. Das war ein Punkt. Okay. Das hatte ich schon unterbrochen, du wolltest sagen, aber auch psychische Sachen und so weiter und so fort. Man schläft nicht ruhig. Bro, man schläft, viele Sachen belasten dich. Du bist immer irgendwo, der Fokus ist immer auf dir und also auf dich. Und viele Dinge um dich rum ziehen dich runter. Und manche sagen, okay, mir geht's ein paar Wochen schlecht, ich habe eine Depression. Manche sind jahrelang am struggeln und denen geht's schlechter und die sagen, nö, mir geht's gut. Ich weiß nicht, wo ich mich da einordnen würde, aber ich habe jetzt auf jeden Fall keine Phase, wo ich sage, ich bin psychisch am Boden. Aber natürlich trägt die Seele auch Narben so von all den Sachen, auch von positiven Sachen, von dem Struggle. Und alleine den Tagesrhythmus umzustellen, dass du Sonnenlicht wieder siehst. Ich schaffe das jetzt gerade so, ne? Ich habe heute Morgen habe ich noch zu meiner Frau gesagt so, ey, ich bin jetzt seit Tagen von selber immer so um 8, 9 Uhr aufgewacht. Das hatte ich vor 5 Jahren das letzte Mal. Es war so schwer, das hat sich so lange hingezogen, dass ich meinen Rhythmus ändere, dass ich nicht mehr bis 6 Uhr morgens wach bin. Weil der Körper sich ja daran schon gewöhnt hat. Ja. Weißt du? Und als du diese Geschichten hattest, also war das so nach und nach, also für die Außenstehenden, die es sich nicht so reinversetzen können einfach, gab es dann irgendwann diesen Punkt, wo du gesagt hast, okay, zum Beispiel nach dieser, was ist transistorisch-ischämische Attacke, ne? Genau, dass du dann gesagt hast, okay, das ist jetzt ein richtiges Zeichen, so Alarmglocke, mein Körper sagt mir Bescheid jetzt so, oder waren das so die Summe quasi der ganzen Dinge und wo du dann gesagt hast, okay, ich mache jetzt
ich ziehe mich jetzt einfach mal zurück und mache mal ein bisschen Ruhe? Oder ist es tatsächlich so, ist das eines ins andere gekommen? Also kamen die Sachen teilweise schon in der Auszeit noch dazu und du hast dann gemerkt, okay, ich glaube, ich muss noch mehr runterfahren sogar. So das Letzte, was du gesagt hast, es kam halt mehr, nur die Abstände wurden immer kürzer. So, wenn es nur diese eine Sache gewesen wäre, die jetzt auch für mich gesundheitlich nicht eine große Rolle spielt, zum Glück, ne, hätte ich jetzt nicht irgendwie gesagt, so, okay, jetzt ich lass alles. Habe ich auch nicht. Ich habe ja dann immer noch weiter durchgezogen. Aber wo man dann zurückgekommen ist, hat man so erstmal so das Scheiterhaufen gesehen, was hinterlassen wird für das, was du kriegst. Ich meine, darf man ja auch nicht unterschätzen. Ne? Reichweite und Geld und jeden Tag beschäftigen sich Leute mit dir. Der Fokus ist auf dir. Du kannst dein Traum leben, du kannst deine Musik veröffentlichen, Menschen hören das, die hören auf deinen Rat, die gucken dir zu. Das ist so ein Privileg heutzutage. Das ist für mich so bedeutend gewesen bis heute noch, dass ich sage, natürlich musst du dafür Opfer bringen, natürlich musst du dann das machen. Aber wenn dir das nie wichtig war, dass du im Fokus stehst und du dann aber hinterher siehst, was du dafür geopfert hast und das, was du geopfert hast, dir eigentlich wichtiger gewesen wäre, dann fängst du an zu bereuen vielleicht. Weißt du? Und das kam dann so ein bisschen so diese leichte Reue, dass ich gesagt habe, so wie es jetzt ist, bin ich unzufrieden und ich ändere das. Und habe ich auch gemacht und ich werde es auch durchziehen. Weil Mois hat ja einmal auch gesagt über dich. Leute, ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann hat versucht, alles durchzuziehen, was auf dieser Welt existiert und ist motivierter als jeder, den ich je gesehen habe. Wie gehst du mit dieser Motivation jetzt um, nachdem du quasi so ein bisschen versucht hast, umzustellen? Weil irgendwo musst du ja Abstriche machen, ne? Ja. Ist ja dieses klassische Thema so, okay, du bist motiviert, willst Sachen machen, willst versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen, so, aber irgendwo ist ja auch einfach eine körperliche Grenze, so. Kann ich wie Son Goku quasi in den Raum ohne Zeit gehen. Meister Pulli an dieser Stelle. In den Raum ohne Zeit gehen und einfach trainieren, bis zum geht nicht mehr. So, also, wie gehst du jetzt mit dieser Motivation? Ich bin immer noch motiviert, aber nur in Bezug auf die Dinge, die für mich Wert haben. Ich habe Prioritäten gesetzt. Ich habe geguckt, was ist wichtig für mich, was möchte ich vorantreiben und auf was kann ich verzichten. Gutes Beispiel YouTube. Ich war nie YouTuber so, also in der Vergangenheit. Ich habe bei Mois so an den Videos teilgenommen. Klar, dass die Leute dich, wenn die dich deswegen auf dem Schirm haben, in diese Kategorie packen. Aber das war nicht etwas, wo ich gesagt habe, boah, das gibt mir jetzt so viel Kraft und so viel Energie, ich bin motiviert, das zu machen. Es war so ein Zeitgame, weißt du, ich meine? Und das kannst du eigentlich problemlos, wenn dich das sowieso nicht nicht so wichtig ist für dich, kannst du es ja wegschmeißen. Hat sehr viel Geld gebracht, muss ich wirklich sagen. Es war ein schrammes Einkommen, ne? Im 5-stelligen Bereich, so monatlich. Und ich habe von heute auf morgen... Nur durch die Werbegeschichten nur oder YouTube, so? ja. Und durch Nur Werbung und so, weil viele Leute, die es nicht raffen, wie macht man durch YouTube Geld? Durch Werbung. Durch Werbung einfach. Durch Werbung. Durch die ganze Scheiße und das Genau. 5-stellig im Monat. Vor Steuer, aber trotzdem 5-stellig im Monat. Ja, und natürlich, ich habe ein Studio angemietet, habe die Kosten, die für das Video gedreht werden, aber lass am Ende trotzdem 5-6 dabei kleben bleiben. Ja. Ne, 5-6K im Monat oder 7K, ist egal. Bist du trotzdem, wenn du dann von heute auf morgen sagst, pass auf, das schlaucht mich so sehr und ich möchte das eigentlich gar nicht und ich verzichte drauf und du hast dieses Einkommen nicht mehr, ist das schon ein enormer Unterschied. Weil du verdienst ja an der Musik und an YouTube. Musik, wie wenig habe ich gedroppt? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe so wenig rausgehauen, so, dass das Musik auf jeden Fall nicht mein Standbein, finanziell nicht mein Standbein Nummer 1 war. War aber für mich vom Herzen auf Platz 1. Und YouTube hat halt das meiste Geld gebracht, aber war im Herzen nicht auf den höheren Plätzen. Und ich habe einfach gesagt, für mich selber ist der Zeitpunkt gekommen, wie damals, wo wir auf diesen YouTube-Film aufgesprungen sind, um unsere Karriere zu pushen, wieder alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, ich folge wieder meinem Herzen. Ob es funktioniert oder nicht, ist es mir egal. Ich mache das, was mein Herz mir sagt. Ich schmeiß diese ganze YouTube-Sache weg und ich werde nur das machen, was ich immer wollte, und das ist Musik. Und das habe ich jetzt umgestellt und es liegt bei den Leuten da draußen, ob das funktioniert oder nicht. Okay. Dann kommen wir zu dem Song, denn du ziehst da Bilanz und teilst unter anderem auch eine Lektion, die du gelernt hast, nämlich die hier. Ich hab dieses Jahr mies, was du zugelernt bist. Denn nicht immer musst du schießen, wenn sie reden über dich. Denn sie schießen nur nach oben, nie nach unten, wollen Reichweite gehen, Zahlen runterschieben, Rapper Ehre beiseite. Wir werden jetzt keine Namen nennen, so, und wir wollen auch nicht den Hunger nach irgendwelchen Beef-Geschichten stillen für manche Leute da draußen. Aber vielleicht nochmal wichtig an dieser Stelle einfach, warum ist es dir wichtig quasi, dass wir keine Namen nennen oder dass keine Namen genannt werden? So, das ist ja auch eine Entscheidung, die du getroffen hast. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand etwas Falsches macht, diese Person darauf anzusprechen. Und besonders bei uns ist es so, in unserer Truppe, da hast du den Abu, da hast du Malik, da hast du Alim, da hast du mich, da hast du viele, viele andere Personen.
Und wenn jetzt Abu etwas sagt oder Malik oder Alim oder ich, dann gilt das so, das Kollektiv hat das gesagt. Die Jungs aus dem Keller haben das gesagt. Es gibt das einzelne Individuum nicht mehr. Es gibt nicht mich als Mensch und den anderen als Mensch. Und dadurch haben viele von mir ein Bild, dass ich Leute öffentlich gerne blamen würde. Und ich habe auch schon vielleicht 1-2 Mal Menschen, ich sag mal zu Unrecht oder doof aus einer hitzigen Situation heraus vielleicht geblamed, kann sein, aber das war nie auf meinem Herzen. Ich mag es eigentlich nicht, die Öffentlichkeit auf jemanden zu hetzen und ich mag es auch nicht, meine Probleme in der Öffentlichkeit auszutragen. Natürlich in diesem Kollektiv, wie gesagt, Fehler sind passiert, ist bei jedem Menschen so, man entwickelt sich weiter und ich habe gesagt, diese ganze Negativität, die vorhanden war und die auch dazu geführt hat, dass Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind, das hat damit angefangen, dass wir uns von unserem Main-Geschäft, und zwar Musik und Entertainment und gute Laune und Freude und Spaß, haben ziehen lassen in eine Welt, wo die Menschen sich erfreuen darüber, Gossip zu hören, Gerüchte und der hat den beleidigt, der hat den gedisst, der hat seine Mutter beleidigt und sonst was. Das war ja für uns gar nicht so das Kern. Das Kerngeschäft, der Kern der ganzen Sache. Wir wollten immer die Leute unterhalten. Sogar wo damals Alim in seinen Formaten Leute immer sich über Leute lustig gemacht hat, war das immer im satirischen Bereich. Nie wirklich mit was Bösem auf dem Herzen. Weißt du, es ging nicht um Fitna, es ging darum, Leute zu unterhalten. Ja. Hat er ja auch oft genug gesagt, quasi nach dem Motto. Und er ist ja auch hat immer gesagt, ey, wenn es dich wirklich quasi gestört oder verletzt hat, so, dann nehme ich es runter oder entschuldige mich. Oder so, hat er immer gemacht. So, immer gemacht. Und bei mir, wenn jetzt jemand sich satirisch mit mir auseinandersetzt, habe ich gar kein Problem damit. Kann jeder gerne machen. Ich habe eher weniger Menschen ich sag mal, aufs Korn genommen, weil ich ja nicht vor der Kamera stand. So. Und deswegen konnten die Leute auch vielleicht nicht wissen, wie ich zu diesem ganzen Thema stehe. Und ich denke, dass viele Alim einfach missverstanden haben und dass viele allgemein die ganzen Jungs aus dem Keller missverstanden haben. Wir sind gar nicht daran interessiert, Feuer zu legen. Wir sind gar nicht daran interessiert, Streit, Diskussionen und Disses. Und deswegen habe ich gesagt für mich selber, ich habe gar keine Lust, diese Themen aufzumachen, weil wenn wir machen jetzt hier ein Gespräch, okay, und wir sagen, okay, der hat so gemacht und der ist das gemacht und wer guckt sich das an? Leute, die interessiert sind an diesen Geschichten, nicht die an dir oder an mir interessiert sind. Und die Leute will ich ja gar nicht als Zuschauer. Ich möchte Musik, ich möchte was Positives, dass du in der Bilanz ich das Ganze besser mache und nicht schlechter mache. Ja. Und deswegen verzichte ich einfach drauf. Finde ich sehr nice, weil Kritiker oder Hater können ja sagen, naja, erzählt er jetzt so, aber im Endeffekt, die Videos bringen ja mehr Klicks, wenn quasi gehatet wird. Ja. Bad News are Good News und so weiter und so fort. So, ne? Aber deswegen sehr gut, dass du es klargestellt hast nochmal. Und du hast auf Insta auch gesagt, quasi deine Community wird jetzt belohnt, dass sie so lange warten musste. Ja. Hast auf den Track jetzt Resümee angespielt und hast auch gesagt, bald würden alle Fragen beantwortet sein. Welche Fragen kamen am meisten zu dir in letzter Zeit? In dem letzten gesamten Jahr, sage ich mal so, wer ist eingebrochen? Warum sagt ihr nichts zu den ganzen Sachen, die passiert sind? Warum bist du weg? Warum ist der dahin gezogen? Die Leute suchen in allem etwas Negatives. Vielleicht ist da ein schmutziges Geheimnis dahinter, was ich jetzt erhaschen kann, ein Screenshot von diesen DMs machen kann, posten kann, um den zu blamen, um mich selber dran hochzuziehen. Das ist das, was dahinter steckt. Verstehst du? Und mit diesem Song ist dahingehend alles beantwortet, dass ich sage, das und das und das und das ist passiert. Und ich habe nicht darauf reagiert, aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Leute schießen immer nur nach oben, nicht nach unten. Das heißt, ich würde jetzt nicht jemanden im Internet, wenn ich Klicks möchte, beleidigen oder ein Thema aufmachen, der viel deutlich kleiner ist in der Reichweite als ich, weil ich mich ja dann gar nicht an ihm hochziehen kann. Also suchen sich Leute, wenn die jemanden versuchen in die Öffentlichkeit zu ziehen, immer größere Leute, und das lasse ich einfach nicht mehr machen. So, Punkt 1. Und Punkt 2, dass ich für mich sage, für mich ist Musik das Wichtige. Ich werde alles, was ich in Zukunft mache, aus dem Herzen machen, und mir ist es komplett egal, wer was sagt. Ich habe mit dieser Bubble, mit dieser Fitner-Bubble nichts mehr zu tun. Die Leute sollen sich im Kreis drehen, 4-mal Viereck drücken, 1-mal Dreieck. Interessiert mich nicht. So, macht, was ihr wollt. Ihr werdet es nicht schaffen, mich in diese Bubble reinzuziehen. Ich mache mein Ding. Und die drauf gewartet haben, nach all der Zeit, ich muss sagen, wirklich, also wenn ich jemandem folgen würde, der wird ein Jahr lang
das machen, was ich letztes Jahr gemacht habe. Ich würde dem wahrscheinlich nicht mehr folgen. So, weißt du, ich meine, außer ich mag ihn wirklich. Und die das bewiesen haben, die immer noch am Start sind, die werden einfach in Zukunft mit dem belohnt, was sie sowieso von mir erwarten, was sie sowieso von mir feiern. Eben diese Musik, eben diese positive Aura. Ne? Wie schwer ist es, so eine Entscheidung zu treffen, die du getroffen hast? Also dich quasi loszulösen von diesem ganzen Negativität. Weil es wird ja immer viel gesagt und ich glaube, jeder wünscht es sich ja auch. Ne? Ja. Wenn quasi da was kommt und ich versuche nicht drauf zu reagieren und irgendwas, aber es sind ja wie so kleine Nadelstiche, kann ich mir vorstellen. Ne? So, immer weiter. Wie schwer ist das oder was würdest du als Tipp geben quasi, wenn sich andere Leute in ähnlichen Positionen befinden, die sich auch vielleicht wünschen würden, nicht mehr so drauf zu reagieren, aber irgendwie noch getriggert werden halt so. Ja. Weil es gibt ja bestimmt Sachen, die einen einfach triggern. So. Ja. Und du kannst ja noch so viel sagen, ich würde gerne, aber am Ende sind wir alle nur Menschen. Ne? Ja, ist sehr schwer, Mann. Also ich habe das erst dadurch geschafft, dass meine Familie mich da unterstützt hat, meine Freunde mich da unterstützt haben und ich also von heute auf morgen alles gekappt habe. Ne? Hätte ich das nicht gemacht, würde ich ja immer wieder reingezogen werden ins Bubble. Als Tipp einfach auf das zu gucken, was einem wichtig ist. In 20 Jahren, was ist dir wichtig? Frau, Haus und Familie, Mutter, Vater. Kümmere dich dann halt darum. Dieses klassische nervt mich das in 5 Jahren oder würde ich mich darüber in 5 Jahren noch aufregen? Genau. Sowas, ne? Genau. Welche Fragen werden noch beantwortet? Eigentlich alle. Ja? Wie ich gesagt habe schon. Hört einfach rein, dann wisst ihr selber, welche Fragen beantwortet werden. Also nach dem Song, wenn irgendjemand immer noch kommt und mich etwas fragt, dann hat der absolut nicht verstanden, was ich in diesem Song sage und hat nicht liest dir die Lyrics durch. Einfach liest die Lyrics, wenn du das akustisch nicht verstanden hast. Oder auf 0,75 quasi. 0,75 geht auch. Bist du eigentlich immer noch so, dass du versuchst, auf alles zu antworten und alles durchzulesen, was an Kommentaren reinkommt und so weiter und so fort? Das hast du mal gesagt, dass du das machst. So? Antworten eher weniger. Ich habe jetzt das letzte Jahr ganz wenig Social Media benutzt. Ich komme auch gar nicht mehr in diesen Trott rein, dies alles zu filmen. Ich vergesse es einfach. Weil ich einmal draußen, hast du wieder die Freiheit gespürt. So, ne? Aber also Kommentare und so und allgemein Kritik lese ich mir immer durch. Okay. Wenn sie natürlich konstruktiv ist. Ne? Wenn jetzt jemand schreibt so, ey, du hörst dich an wie ein Schuh, so, okay, was soll ich darauf jetzt antworten? Nehme ich auch nicht persönlich, gut dann. Hoffentlich ein teurer Schuh so. Ja. Limitierte Edition. Ja. Du sagst ja, es gibt dir Kraft quasi, wenn du das machst. So, ich habe mich gefragt, ist das nicht auch mega anstrengend? Was meinst du? So, ja, auf alles antworten zu wollen und dir alles durchzulesen, auch die negativen Kommentare und so weiter und so fort. Und natürlich kannst du dann skippen, die du ausschaltest, aber ist es nicht auch einfach anstrengend? Stell dir vor, du hast einen Putzfimmel und du putzt alles, okay? Natürlich ist es anstrengend, aber es ist ein Tick, du kannst halt nicht anders. Okay. Weißt du, ich meine? Also willst du sagen, das ist tatsächlich auch ein Tick von dir? Ja, es ist ein Tick, ich muss alles lesen. Das ist ein Tick, ja, safe. Okay. Ja. Ich frage unter anderem auch, weil Mois auch in demselben Video, was wir vorhin schon gehört haben, das gesagt hat. Attila ist so ein Mensch, wenn der sich was vornimmt, er will das auch schaffen. Und wenn er es dann nicht schafft, wird er sehr deprimiert. Also wirklich, er versetzt sich in diesen Modus und du holst ihn da nicht raus und das beeinflusst dann alles, was er macht. Ja. Und die Frage ist, inwieweit beeinflussen dich negative Kommentare? Gar nicht. Regt mich auf manchmal. Aber auch nicht mehr, viel weniger als früher. Aber beeinflussen gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Song, anderes Beispiel, ich mache jetzt ein ganzes Album, ich release und unter jedem Video war voll negative Kommentare, werde ich es trotzdem weitermachen. Weil ich habe mich ja gekappt von dem, was die Öffentlichkeit möchte. Diese Videos, das auch Geld bringt und dieses Hype und Glamour und das habe ich mich ja losgelöst davon. Also wenn du dir diese Musik angehört hast und dir ist nichts anderes als das eingefallen, darunter zu kommentieren, ja, dann wenigstens danke für den Klick. So, weißt du, ich meine? Danke für den Traffic. So, ja, genau, Traffic, schreib, wie viel du willst darunter. Weil wenn du Gas gibst, wirst du immer belohnt. Und ich habe sehr viel noch auf der Seele, was raus muss. Und das ist auch für mich eine Therapie. Immer wenn ich irgendwie schlecht gelaunt bin, fahre ich ins Studio. Noch wenn ich richtig gut gelaunt bin, fahre ich ins Studio. Und, eigentlich fährst du immer ins Studio. Nee, nicht, wenn es normale Tage, dann nicht. Okay. Auf jeden Fall, deswegen, also stell dir mal vor, du hast nur positive Kommentare. Würdest du am Ende des Tages sagen, boah, aber ich bin krass? Würdest du nicht. Du würdest denken, okay, jetzt haben die mich richtig hochgelobt, aber das ist schon so ein bisschen übertrieben. Und wenn alle dich roasten, denkst du dir auch, das ist übertrieben. Du schätzt dich ja selber ein. Mein Bild wird nicht davon beeinflusst, was Leute im Internet über mich sagen. Mein Bild wird dadurch beeinflusst, was die Leute, die um mich rum sind, über mich sagen, was
Kollegen von mir über mich sagen. Und ich glaube, da stehe ich ganz gut da, glaube ich. Ja? So. Ja, musst du am besten wissen. Das ist ja schön zu hören, wenn das so ist. Nur der Vollständigkeit halber, du sagst auf dem Song auch, du beendest ein Kapitel. Ja. Meinst du damit das YouTube-Kapitel? Ja. Allgemein ein Kapitel in meinem Leben. Die Moral, die Arbeitsmoral, die Tätigkeitsfelder, auf denen ich unterwegs bin, das auf jeden Fall die Menschen. Ja, die Arbeitsmoral musst du kurz erklären, weil du beendest ja nicht deine Arbeitsmoral. Ne, aber dieses jeden Tag so viel rausballern, wie man nur kann. 15 Stories zu machen. Die Leute kennen mich ja als jemand, der dauerhaft präsent ist. Das bin ich einfach nicht mehr. So. Ich werde auch nicht mein Leben im Internet wie ein Buch aufschlagen. So. Ich werde in der Hinsicht sehr viele Gänge, also habe ich schon, zurückgeschalten und werde es auch weiterhin tun. Und das Kapitel endet für mich. Dieses ganze YouTube-Hype-Ding ist für mich weg, vorbei. Kannst du jetzt aus der heutigen Sicht nachvollziehen, warum du das damals gemacht hast? Ja, ich würde es auch wieder tun. Aber also was gibt dir mehr? Weil du hast ja eine bewusste Entscheidung. Ne? Es gibt ja ganz genau, also was heißt, es gibt natürlich noch ganz viele dazwischen, aber gerade bei diesen YouTubern oder auch Influencern oder ne, die quasi bei Social Media einfach dauerhaft präsent sind so und ihr ganzes Leben teilen so. Die machen das aus Gründen und vielleicht gibt denen das auch was neben der Reichweite. Aber es gibt ja auch genau die sagen, ich halte das bewusst aus allem raus, weil das mir auch was gibt. Ja. So, und du hast jetzt quasi bis beide Welten gewandert. Wie ist deine Bilanz zu dem Thema? Das Raushalten ist deutlich besser. Ich würde es aber trotzdem jederzeit wiederholen, weil dass ich jetzt meine Musik so bringen kann und die Möglichkeit habe, wenn ich mir den Arsch aufreiße, einen Stellenwert zu erreichen, den andere eben nicht so einfach erreichen können, dann habe ich das nur durch diesen Weg. Dann habe ich das durch diese ganze Tätigkeit mit YouTube. Dann habe ich das natürlich durch meinen Bruder Alim, den ich kennengelernt habe. Wir haben uns gegenseitig hier hochgeschaukelt. Und selbst wenn ich all das nicht hätte und ich wüsste, ich mache das, und danach habe ich nichts mehr zu tun, ich kann keine Musik veröffentlichen auf YouTube. Aber ich habe einen Bruder fürs Leben gewonnen, auch wenn der hunderte, tausende Kilometer entfernt ist, mit dem ich jeden zweiten Tag FaceTime und der in meiner Familie jetzt ist. Für diesen Menschen würde ich trotzdem diesen Weg gehen. Und das ist auch so gewesen. Und deswegen sage ich auch selten Mois, nur halt in solchen Gesprächen vielleicht. Aber Alim ist für mich etwas ganz anderes, als was die Leute denken. Er ist auch nicht dieses, er ist kein Kollege, er ist nicht ein Freund, er ist wie ein leiblicher Bruder für mich. So. Familie. Genau. Einfach. Und das ist halt, wie wertvoll ist denn ein Bruder, eine Schwester? Weißt du, ich meine? Deswegen würde ich es schon nochmal machen. Also. Okay. Ja. Du hast gesagt, 2022 kommt das Album, das Maestro-Album. Du willst ein neues Album machen, hast du auch gesagt, und du willst dich darauf erklären. Und es wird sehr persönlich. Ja. Wie viel kannst du schon dazu sagen? Gibt schon ein Release-Datum. Ja. Was erwartet uns auf dem Album? Wie persönlich wird es? Also, Stand heute, wir planen ja Releases natürlich vor. Werden in sehr hoher Frequenz sehr viele Releases erscheinen. Also ich werde das Resümee erstmal ein bisschen sacken lassen. Und danach kommt es wirklich Schlag auf Schlag. Und all diese Songs, die jetzt released werden, bis Mitte oder bis zum spätestens so August, September, all die Singles, die kommen werden, das sind Singles, sind nicht Teil des Albums. Nicht Teil des Albums. Nicht Teil des Albums. Das ist alles nur jetzt der Zwischenschritt davon. Weil das Album, an dem ich natürlich auch arbeite, das auch schon sehr fortgeschritten ist einfach so ein wichtiges Ding für mich. Das kann ich auch nicht auseinanderziehen und das eine im Februar und das andere dann sonst was. Es ist ein Fluss. Ich denke mal, dass viele Menschen vielleicht sich denken werden, das hätte ich niemals erwartet. Das, was er da auf diesem Album macht, weil es ziemlich stark halt Back to the Roots ist. Ne? Es ist halt Hip-Hop, es ist halt Rap, es ist so. Die Leute, die das dann hören, die werden schon verstehen. Die werden verstehen. Und genau die will ich auch an meiner Seite haben. Weißt du? Ich verstehe das, glaube ich. Und die Singles, die jetzt rauskommen davor, das heißt, die sind ja auch alle schon fertig. Goodies. So, einfach Goodies quasi, aber gehen auch in die Richtung, wo du mehr persönlicher wirst? Also Resümee schon, klar. Es gibt danach noch ein paar Songs, die auch sehr persönlich sind. Als Beispiel, liege ich das jetzt? Es gibt einen Song, den ich gemacht habe, den ich auf meiner Hochzeit gespielt habe. Das war mein Hochzeitsgeschenk. Krass. Du teilst mit der Welt dein Hochzeitsgeschenk quasi. Ja, also Perino, der meine Songs produziert, sagt zu mir bis heute und auch viele Kollegen so, das ist eigentlich das heftigste Ding, was du je gemacht hast, so.
weil es halt, ich glaube, weil man die Emotionen raushört. Weißt du, wie ich meine? Und das Ding werde ich den Leuten auch, das werde ich releasen. Ich bin jetzt gerade dabei zu überlegen, wie ich das Video dazu abdrehe, weil ich will auch originale Footages reinnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Ich muss noch überlegen. Das kommt noch. Es gibt noch 1, 2 sehr persönliche Songs. Also alle sind eigentlich persönlich. In allen Songs rede ich über Themen oder behandle Themen, die für mich persönlich gerade wichtig sind. Die gehen aber noch nicht in die musikalische Schiene, die ich auf meinem Debütalbum fahren werde. Ja. Das kann ich dazu sagen. Vielleicht. Okay, interesting. Gibt es noch was du zu dem Resümee-Song loswerden willst, was dir wichtig ist, dass die Leute wissen, was sie damit machen sollen oder was du hier loswerden willst? Es ist eine Abrechnung mit mir selber. Ich wollte das Ding nicht Abrechnung nennen, weil die Leute dann denken, es ist eine Abrechnung mit wem anders. Es hört sich auch so drohend an und so negativ, so Abrechnung, weißt du, was ich meine? Aber ich meine das eher so, es ist ein Abschluss. Es ist eine Abrechnung und das war ich den Leuten schuldig. Das sind 144 Bars, soweit ich mich nicht irre, die Leute aufzuklären, warum, weshalb, all das. Ich sag jetzt zu allem, wenn man zwischen den Zeilen liest und auch tatsächlich so, also wörtlich sage ich das ja auch, viele Fragen beantworte ich ja auch, dass die Leute das wissen, aber das ist ein Abschluss. Danach soll mich bitte niemand mehr konfrontieren mit, wer hat das, der hat das gesagt, der hat das gepostet, soll jeder machen, was er will. Ich habe mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun. Bewusst habe ich auch das letzte Jahr nicht gehabt, aber ich war denen diese Antwort schuldig. Ich kann jetzt nicht mit la zurückkommen, so, weißt du, ich meine, und so tun, als ob alles so beim Alten ist. Und die Menschen, die das fühlen und das verstehen, sollen es 500 sein, sollen es 1000 sein, sollen es 2000 sein, sollen es 20.000 oder 200.000 sein, das ist mir egal. Mit 500 strammen Leuten kannst du das Internet schon hops nehmen. Mit 1000 auch. Du brauchst echte Fans. Die möchte ich haben. Ich möchte nicht, dass ich in einer Playlist existiere, weißt du, und für den Zuhörer nur ein Produkt bin. Ich möchte, dass die, wenn die diesen Song hören, automatisch sofort in einen Film reingezogen werden, weil sie wissen, was meine Richtung ist und weil sie mich als Menschen verstehen. Also mein Mindset. Ohne sich mit meinem Privatleben unbedingt auseinandersetzen zu wollen. Oder zu müssen. So. Du weißt, was ich meine. Aber sie müssen verstehen. Kennst du NF? NF? Ja. Okay. So, wenn ich dir den Namen sage, weißt du sofort, in welche musikalische Richtung das geht? Du weißt sofort, was die Bubble ist, von der ich gerade spreche. Ja. Was weißt du persönlich über den Typen? Nichts. Da hat noch kein Interview angefragt, deswegen noch nicht so viel. Wissen die meisten nicht. Weißt du, wie ich meine? Und genau so möchte ich das in Zukunft haben. Okay, dass die direkt einfach wissen, den Künstler Maestro, bzw. die Person Maestro, und dann ist ja auch sehr nah an Attila dann dran, einfach greifen können. Ja. So, und wissen, wer du bist. Okay. Wir haben immer wieder Gäste da und denen wir Fragen von anderen Gästen stellen. Savas hat zum Beispiel die Frage dargelassen, was würdest du machen, wenn dein Sohn das Gleiche machen würde wie du? Zum Beispiel. So. Und ich habe gehört ja zum Beispiel, dass du Kinder sehr, sehr liebst. Ja. So, zum Beispiel als Teaser. Also was würdest du zum Beispiel machen? Ich gebe dir einfach die Frage von Savas jetzt mal weiter. Ich muss sie beantworten. Was würde ich schon, wenn mein Sohn das gleich machen würde? Würde mich mal interessieren. Ich würde dem die Ohren lang ziehen. Safe. Digga, Tag. Also, wenn mein Sohn sich tätowieren lässt, die Haare abrasiert und im Internet sich Kerzenwachs auf den Rücken kippen lässt, dann kriegt der safe Schläge von mir. Aber Papa hat es doch auch gemacht. Und Papa hat mich jetzt dahin gebracht, quasi. Ja, dein Vater ist auch ein Esel. So. Verstehst du? Werd doch besser als dein Vater. So. Ja. Und dann auf einmal unsere Generation, unsere Väter wissen doch gar nicht YouTube, als ob der da reinguckt. Mein Vater dachte immer noch, dass ich beim Finanzamt bin, 2 Jahre, wo ich im YouTube-Game drin war. Der ruft mich noch immer an und sagt so, ich habe gehört, du hast dich selbstständig gemacht und so, wie läuft das Steuerbüro und so. Weißt du, wie ich meine? So, ich sag, Papa, läuft Bombe. Läuft so. gut. Läuft gut. Kundschaft ist da. Mein Vater wusste nicht, dass ich tätowiert bin. Wie lange wusste er es nicht? Bis ich die Halstattoos hatte. Ich habe mit Pullover bin ich immer dahin gegangen. Was war die, also klar kannst du dich erinnern an den ersten Tag, aber was hat er gesagt? Er hat nicht darüber geredet. Einfach ignoriert. Bis heute wurde das Thema, er hat zu mir gesagt, der Tag, du kannst dich tätowieren an dem Tag, wo ich nicht mehr existiere. Hat er zu mir damals als Jugendlicher gesagt. Wehe, du machst das, erst wenn ich nicht mehr da bin, vorher erlaube ich sie nicht. Und dann habe ich sie doch gemacht. Und als er das gesehen hat, ich glaube, er musste sich entscheiden zwischen komplett ignorieren oder totschlagen. Er hat sich für das Ignorieren entschieden. Weil wenn das nicht ignorieren, müsst ihr dich totschlagen. Ja, so. Und wir haben einfach danach nie wieder über dieses Thema geredet. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Sehr schön. Er wird es nicht sehen, sonst würde ich ihn jetzt grüßen, aber er wird es Okay, sehr gut.
Das war's tatsächlich schon wieder. Krass. Wir sind schon wieder durch. Es sei denn, es gibt noch was dir auf dem Herzen liegt. Du hast gleich noch letzte Worte. Aber wenn es noch irgendein Thema gibt, über was du sprechen willst, dann lass uns das gerne tun, weil es ist deine Zeit, du bist mein Gast. Ich will dich jetzt nicht rausschmeißen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Hast du alles gesagt zu dem Song, was dir quasi auf dem Herzen lag? Ja. So weiter und so fort. Kann ich noch wen grüßen? Du kannst auch gleich noch wen grüßen. Kennst du das immer? Straßeninterview. Ich grüße Ozan aus der 7a. Also. Also, das war's schon wieder. Resümee heißt der neue Song von Maestro. Die Sendung hier ist Deutschrap Ideal. Ich sag's immer wieder, ARD, Mediathek, Instagram, YouTube, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Mein Name ist Simon und nicht vergessen. Am Ende kann ich sagen, guck, ich wollte nicht dahin, aber das ist für mich so bestimmt. Die letzten Worte gehören dir, Maestro. Ich bin Maestro, ich bin hier bei Deutschrap Ideal mit Simon. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Zusehen oder sonst was. Liebe Grüße gehen raus an alle, die meine Musik pumpen und supporten. Kuss geht raus auf die Kniekehle. Friends, das Interview ist durch. Wenn euch das gefallen hat und besonders wenn euch das nicht gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst Likes da, lasst Liebe da. Supportet hier ein bisschen, pusht links, rechts, sowohl bei den hier Pres als auch bei mir. Deutschrap Ideal, ihr wisst, wo der Shit zu finden ist. Shit ist eigentlich negativ, gell? Ja.